Entschuldigung, es ist aber großartig. Es ist alles so furchtbar. Ich kann nicht glauben, dass manche Leute davon nichts mitbekommen haben. Es ist so unglaublich lustig, weil es so furchtbar ist. Die Willy Wonka Experience, ja, angekündigt mit unfassbar schönen Grafiken und alles bunt und Bonbon und toll und bla. Und alles nur KI, alles nur mit KI-Bildern und siehst auch sehr. Aber ja, nicht alle Leute kennen sich mit KI aus. Viele Leute haben ihre Kinder dahin geführt für völlig überteuerte Preise und haben ein Event gesehen, da wollte ich mich inspirieren lassen für die nächste Gronkh, habe ich überlegt. Fand ich einfach sehr, sehr schön. Komm, wir gehen mal rein bei Gonzalez. Den gucke ich gerne privat, ab und zu mal. Warte. Nee, komm, ich mach keine Untertitel. The story of a Willy Wonka experience gone wrong in Glasgow, Scotland has taken the internet by storm. Genau, das hier waren die Anzeigenposter, ja, von der Willy Wonka Experience. Das soll so ein Kinderfestival gewesen sein. Und man sieht hier schon sehr deutlich, also wenn du ein bisschen mit KI gearbeitet hast oder ein bisschen im Thema bist, dann siehst du halt sofort, okay, das ist KI. Nicht zuletzt wegen den komischen Figuren, die du da drin irgendwo findest. Und das hier ist sogar noch eins der besseren Bilder von der Con. Das hier, wirklich, das sieht sogar noch ganz gut aus. And I love it. I don't think I've ever in all my life seen such an impressive... Und die Mitarbeiter, ganz kurz, die Mitarbeiter haben wirklich, das soll ein Oompa Loompa sein, aber der Gesichtsausdruck ist einfach Gold. Entschuldigung, ich bin nicht gehässig, ich bin aber ein lustiger Typ. Einfach der Gesichtsausdruck. Entschuldigung, es ist so gut. Oh, das ist Willy Wonkas Messlabor einfach. Junge. Jedenfalls, da fehlt noch die Merkel-Raute ein bisschen, ne? Life-Choices. Aber genau, da sind Schauspieler angeheuert und die Schauspieler haben wirklich noch versucht, den Kindern eine schöne Zeit zu bereiten. Trotz des Ganzen, man kann eigentlich sagen Scams, was immer da passiert ist, ich habe keine Ahnung. Aber ja, die Schauspieler sind alles Herzchen, die haben wirklich alles versucht, auch wenn man es hier gerade nicht sieht. Entschuldigung. Oh, ja, okay. An inspiring dumpster fire of an event. It is just, mwah, it is just perfect. This event, which was supposed to give kids the chance to experience Willy Wonka's chocolate factory, was so bad, it prompted parents to call the police to get justice for the horrors they had witnessed. Police were called to an immersive Willy Wonka experience. Ganz kurz hier nochmal, Alter, hier auch das Gesicht einfach, ist auch so, ganz ehrlich, selbst wenn du was mit KI machst, ja, selbst wenn du mit KI so eine Poster machst, dann mach doch nicht sowas hier, Alter, das ist doch furchtbar. Und dann, ja gut, dann, das hier sieht auch noch gut, da ist immer diese Brücke, das ist immer diese eine Part, der ganz gut aussieht, aber es sieht halt nicht so aus hier, ne, das ist halt schon, ja, Willy Wonka mit Schlaganfall, Alter. After family showed up to an empty warehouse. The event reportedly charged $40 per entry. That's per person, by the way. Advertised with AI art and said it would be a journey filled with wondrous creations and enchanting surprises at every turn. Oh, what enchanting surprises they found. Kids were all dressed up and crying, waiting for what they thought was going to be a magical experience. Yeah, that's the surprise. No magic here. Just sadness. The surprise was them crying. If they called the police, that's how you know it was bad. Because they didn't even do that in the actual Charlie and the Chocolate Factory, and kids were dying in that movie. And honestly, it does look like it was terrifying. Take a look at some of the images of the abandoned warehouse that parents had to spend $40 to gain access to. Okay, here we have some sort of chocolate fountain with murky brown. Und vor allen Dingen, das hier ist halt nur so eine Tapete, so wie ich hier hinten, mit so einem Ständer, wie ich hier hinten für den Greenscreen habe. Hier so, da. Ja, das ist einfach nur die Tapete, wurde einfach nur so aufgestellt, das ist einfach nur so drauf gedruckt hier irgendwie. Und dahinter geht's dann einfach weiter hier hinten. Das hat wirklich, das sieht mehr aus wie so ein Five Nights at Freddy Escape Room. Aber das sieht halt nicht aus wie die Schokoladenfabrik. Das sieht aus wie eine Fabrik ohne Schokolade. Das ist so traurig. Aber ich find's so lustig. Ich weiß nicht warum.
water floating in it. We have one bouncy castle that can fit like 3. Guck dir einfach die Tische hier an. Mit den ganzen Bierbänken und dann hier alles ist dreckig irgendwie, da liegt Stuff rum. Hier diese komischen Stühle, die überhaupt nicht dazu passen mit diesen hässlichen Mathematiklehrer-Muster irgendwie. Es ist einfach alles furchtbar. Hier die Leiter nach oben. Hier ist einfach alles sad. Das sieht aus wie irgendeine Location, wo man Entführungsopfer deponiert. Sweet Shoppe da hinten, Sweet Shoppe. Oh. Giant empty space filled with table and chairs. You're probably thinking there must be something pretty good to eat here with all these table and chairs. Probably some pretty tasty chocolate, right? No, there was no chocolate at this event. These photos look like a crime scene, dude. These look like Willy Wonka had to flee the country after the FDA found fentanyl in his chocolate. So he has to post up in an abandoned factory to keep the business going while the feds are after him. You got this low. Alter, das ist halt einfach so sad. Das ist aber diese Handtücher, die überhaupt nicht zusammenpassen. Die Drucke passen überhaupt nicht zusammen. Das hier ist einfach das hier, das wurde zweimal gedruckt. Das hängt hier, das hängt hier. Das ist einfach furchtbar. Hier so ein Lappen Greenscreen einfach. Es ist alles super traurig. Das hier sieht aus wie bei der Gamescom, wenn nichts stattfindet einfach. Und hier hat EOS Andy seinen Stand aufgebaut. Lovely scene. I think that the size of the warehouse really screwed them over, honestly. If it was a smaller room, it wouldn't look so empty. There would still be nothing to do there, but it wouldn't look so sad. In a way, seeing this photography light in front of this like $2 Candyland backdrop makes me feel kind of sad for the people who put on this event. Like, oh, you really thought people were gonna want to take pictures in front of this shit. Kindern eine Freude of course machen. not. No. If 2 parents brought 2 kids to this event, it would cost $160, and you're getting this. I think I get why they called the police, honestly, dude. If I was promised some kind of fun... Ich glaube, es wäre günstiger, die Kinder einfach in den Keller zu sperren und abzuschließen. Das wäre günstiger, aber es wäre die gleiche Experience im Grunde genommen. Willy Wonka Experience for the kids and then showed up to this foggy warehouse, I would think I was about to be murdered in some kind of Willy Wonka themed Saw movie. And if that's not enough, wait until you see the nightmarish characters they had running around this place. So this is one of the most famous pictures to come out of the whole ordeal. Sie tut mir halt einfach nur leid. Stell mal vor, du hast zugesagt, beim Willy Wonka Event zu arbeiten und ach ja, da war ja noch was. Und die Kinder haben auch Süßigkeiten bekommen, ja. Jedes Kind sollte einen Jellybean bekommen. Einen Jellybean. Du gehst in die Schokoladenfabrik und alles, was du kriegst für $40, ist das und ein Jellybean. Entschuldigung, es ist aber großartig. Es ist alles so furchtbar. Und hier einfach diese Klobürste. Ich habe keine Ahnung, so eine Küchenbürste. Es ist einfach... This is an Oompa Loompa, obviously. A lot of people are focusing on the facial expression she's making in this picture. She looks exasperated. And honestly, I don't blame her. This has to be like the worst acting gig she's ever had. As far as I know, this actor wasn't putting on the event. She was just hired to be there. She's probably dealing with crying children, pissed off parents. Also, I'm pretty sure canonically the Oompa Loompas are enslaved by Willy Wonka, so the facial expression makes sense in that context too. What I'm actually more concerned with is everything else going on in this photo. Why is there so much smoke? I'm not super familiar with the process of making chocolate, but I'm 100% sure there should not be that much smoke happening. No wonder she's making that face, dude. She's high as hell. And I love all the mismatched chemistry gear she's got strewn about the table. Beakers, vials, this mysterious elixir locked up in a little glass box. A quill? Oompa Loompas take notes like wizards from the 1300s? I didn't know that. All right, now the other 2 characters that were at this thing, I gotta introduce you to at the same time because they're both in the same video. So let me introduce you to Willy Wonka and the unknown. What is that? It's the unknown. Man, what the hell? Dude, fuck everything else. I would call the police based off of that. Who is that demon? Der kommt halt nicht mal in Willy Wonka vor. Den gibt's nicht in Willy Wonka. Die Figur existierte einfach gar nicht. Das ist einfach, hä? Surprising twists and turns was right in the advertisement. I would not expect to take my kids to a Willy Wonka experience and have them be accosted by a shadow figure. I can tell you that right now. It's terrifying that Willy Wonka says, "What is that?" when he sees it. What is that? Like, dude, this is your chocolate factory. You don't even know what that is? We are so fucked. Here's a different clip of some other kids experiencing the unknown.
Und Willy Wonka sieht halt null aus. Hier, das ist Willy Wonka, aber der sieht überhaupt nicht aus wie Willy Wonka. Der sieht nicht mal ansatzweise auch nur annähernd aus wie Willy Wonka. Was soll ich sagen? Ja, St. Patrick, ja, wirklich so. Yeah, that's the correct reaction to seeing the unknown. What is that? Wonka says it, this kid says it, I'm saying it. Also, I love that baby's reaction. That was like a primal instinct to make Willy that Wonka. sound. Humans have evolved for millions of years to make that sound when they see the unknown. According to some reports that I've read from the event, the unknown is supposed to be an evil chocolate maker who hides in the walls and scares little children. Is he a part of the actual Wonka story? No. Was it advertised that there would be a child-scaring monster at this event? No. But speaking of the advertising for the event, one of the most insane parts of this whole story is that this company that made this event, House of Illuminati, apparently used exclusively AI-generated images to advertise this event. Surprisingly, the web... Oh ja. Hier, das ist die Webseite und das wurde alles... Ich meine, man sieht's halt, wenn man nur ein bisschen Ahnung von der KI hat, aber das kann man halt auch nicht bei allen voraussetzen. Ja, wir wissen das vielleicht, viele von uns wissen das vielleicht, aber viele, ich sag mal, normale Menschen quasi, die halt irgendwie da draußen leben und nicht im Internet, so wie wir, die wissen es halt nicht. Die sehen einfach nur, oh geil, voll schön bunt, bla bla bla, damit ich mit meinen Kindern hin. The website is still up, so you can go and check it out. Wir sind unnormal. For yourself. Welcome to Willy's Chocolate Experience. Dive into the whimsical of Willy's Chocolate Experience! Exclamation point, comma. So you've got images like this, which at first look like some kind of fun... Alter, hier, dieses Viech alleine schon. Mit 4 Augen, der Mund ist aufgerissen eigentlich. Candyland. Hier but auch then die the Viecher. closer you look, it doesn't really make any sense. Like, what the fuck is this thing? Is that supposed to be a bunny? Who the hell is that? I don't like the looks of these things. But then you get images like this advertising the Twilight Tunnel, which Und auch da siehst du halt 1:1, dass das KI ist einfach. Also man sieht es einfach direkt. are so clearly... Und vor allen Dingen, genau, das war auch noch was, ich bin leider gerade davor, aber die haben halt auch, wer mit KI gearbeitet hat, KI hat immer Probleme mit Texten oder mit Logos oder sonst irgendwas und hier unten Dimmtheit. Was ist denn Dimmtheit? Und Leiden gibt's auch nicht. Und ich bin gerade davor leider, ich habe noch keinen Knopf, um die Kamera auszuschalten, aber hier hinten steht auch Directions, Vivur Sounds, Ungireville, Impreti. Das sind einfach Wörter, die gibt's einfach überhaupt nicht. Die gibt's einfach gar nicht. Ja, Twilight Tunnel Trademark. Ja, das ist bestimmt ein Trademark drauf. AI generated, it makes you wonder if the whole event was being run by an AI. Because how could a human not notice that there are so many typos in all of these images? You got dim tight, Ja, genau. diffractions, ungurable. Hier, Twitterding, Dojection, Enigemic Sounds, Swede und dann hinter mir Accepted Twits. Featuring Dojection and Swide. Then you've got Ensuring Entertainment, which of course includes catgagatting, parchy tons, and a passidice of sweet teats. And on top of the website being seemingly designed by AI, apparently all of the actors' lines were too, which we know thanks to this video posted by the actor who played Willy Wonka. I'm going to be poking a little bit of fun at the event, but I wanted to say before I start that I feel for anyone who bought tickets to this, people who are expecting a magical chocolate experience. People who are unfortunately captured by the unknown, we hope you are found soon. So the first red flag for me was when I was cast as Willy Wonka. Anyone who looks at me and thinks Willy Wonka and not Oompa Loompa is out of their mind. I give off major Oompa Loompa energy. I got cast as the part on the Thursday and was told that I needed to learn the script for the Friday. So I said, no problem, send it over. The script was 15 pages, monologue, pretty much, of AI-generated gibberish. You know what I'm kind of curious about? If the script was AI-generated, where did the unknown come from? Did the event organizers just ask ChatGPT to generate a script about Willy Wonka's chocolate factory and it just threw that shit in? Because that's terrifying. ChatGPT was like, planning an event for kids, huh?
I know just the thing to add. Don't worry, I'm great with kids. So I'll give you one of the lines from the script. I'm not going to do the Willy Wonka voice because I think I've embarrassed myself enough. But one of my favourite lines was, "There is a man who lives here. His name is not known. So we call him the Unknown. The Unknown is an evil chocolate maker who lives in the walls." What? We were told on the experience to hand out a jelly bean, one jelly bean per child, and a quarter of a cup of Tesco's own brand lemonade. A quarter of a cup. Es gibt eine Jellybean und ein Vierteltässchen Limonade. Ein Vierteltässchen. Es gibt nicht mal ein Glas Wasser, sondern es gibt quasi, ja, was? Also so quasi, so. Und vor allem, was für ein Glas, weiß ich nicht, vielleicht war es ja auch so ein Glas, wahrscheinlich aber eher nicht, aber holy shit, stay hydrated hier. Damit können die Flüssigkeit, die sie mit den Tränen verlieren, einfach, ja, ein Shot, ist im Grunde genommen wirklich ein Shot, ne? Aber so ein Shot Limonade. One jelly bean? All that smoke the Oompa Loompa had to endure, and she was just back there cranking out one jelly bean? Maybe the unknown was introduced as some way to canonically explain why there was no chocolate at the event. Sorry kids, there's no chocolate here today. An evil chocolate maker showed up and he shot the Oompa Loompas. They're dead now. Ganz kurz, die haben $40 Eintrittspreis genommen pro Person. Und dafür haben sie sich mit KI die Bilder generieren lassen, mit KI die Story generieren lassen, haben dann einfach ein Warenhaus gemietet, viel zu wenig Shit aufgestellt, Punkt. Und das war's. Oompa Loompas from the event also posted a Cash TikTok, grab. Ja, kind of Scam. poking fun at the whole experience. Oh, warte. Ich will noch mal ganz kurz, warte mal. Ich will mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Ich wollte die Bilder noch mal ganz kurz. Ich meine, guck dir das mal an. Guck dir das einfach an. Hier ist halt nichts. Das ist nur freie Fläche. Das ist einfach riesengroße freie Fläche mit nichts. Das sieht aus wie die Gamescom-Hallen letztes Jahr, die sie nicht vollgekriegt haben. Experience, but the one actor we haven't heard from yet is the one that we all obviously want to talk to. The unknown. Unknown, we need to know your story. What was your inspiration for your performance? How did you get into character? The unknown must have had the worst time of any of the actors because, like, you got hired to do a performance of Willy Wonka and you got cast as a character that's not in Willy Wonka? Just like an evil spirit that lives in mirrors? Wenn ich der Typ wäre, ich würde niemals zugeben, dass ich das war. Ich glaube, das würde ich nie machen. Ich würde niemals sagen, oh ja, das war ich übrigens. And then your job for an entire day is to scare and confuse unsuspecting children who have no clue what they're in for. Every time a kid came around that corner, you just know the unknown was like, God damn it, I gotta traumatize another kid. The Oompa Loompa from the famous photo ended up doing an interview with Vulture where she describes the moment that children saw her for the first time, and it is very sad. Tell me about the moment as the kids started coming in. Did you see the innocence leave their eyes? They were quite upset. I think they were confused, but it was more the parents. I just looked at them, and I think they must have known when they looked at me. An older couple said to me, I really, really hope you get paid well for this. This sounds like she's describing people witnessing the wreckage of a tsunami or something. It's crazy. Each individual person that laid eyes on her had to take a second to mourn. When you say walk through, how long are we talking here to walk through this event? I'm telling you, this would have taken about 2 minutes. I've never experienced anything like this in my life. Das ist einfach eine Lagerhalle und du gehst von vorne nach hinten einmal durch. Und das ist die Willy Wonka Experience. Und einfach alles ist leer. Da hinten hängen noch ein paar Handtücher an der Wand. Dude, honestly, that's kind of smart, because, like, 2 minutes isn't even long enough to process, like, the first stages of grief. You're getting these people in and out before they can even realize they got scammed, you know? They don't even know what the fuck just happened. After the police were called, people started getting refunded, the story blew up. The director of the company who put on this event did eventually apologize. I'm really shocked that the event had fallen short of the expectations of people on paper. Was? Aber der muss doch gesehen haben, was sie da aufbauen. Wie kann er denn schockiert sein, dass Leute enttäuscht sind?
Der muss doch gesehen. Hä? Dude, on paper the event was awesome. No chocolate, abandoned warehouse, smoky Oompa. Just like the movie. There was every intention to hold the event from the pictures. Despite not being the best light, hopefully you'll be able to see that there was every intention to hold the event. Ja. Es gab Intention, das Event abzuhalten. Das haben wir schon mitbekommen, ja. Aber vielleicht hätte die Intention sein sollen, das Event einfach zu canceln. Eventuell. Weiß ich nicht. Der Unknown ist eine 16-Jährige, sie hat ein Video gemacht. Was? Wahrscheinlich ist das Entschuldigungsschreibung, aber auch KI generiert. No, we know you were planning on holding the event. That's kind of the problem. I think a lot of people wish you didn't. Unfortunately, there were unforeseen circumstances and the event didn't come to light. He's like, we were not expecting that evil chocolate maker to show up. The unknown ruined the event. These issues were technological in nature. Was? Das ist 100 Pro generiert. Technological in nature? Da war nichts technologisch in nature. We had ordered a holographic paper that didn't arrive on time. Entweder hat das ChatGPT geschrieben oder Trump. Ja, hier. The holographic technology in itself is absolutely fabulous technology. Oder? Einer von beiden war's. Einer von beiden ist es gewesen. Was anderes kann es nicht sein. Und ja, das Paper hätte gecarried. Wenn das Holographic Paper da gewesen wäre, was immer das ist, ich habe keine Ahnung, das hätte das ganze Event einfach komplett umgedreht und die Kinder, und alle hätten 7 Stunden Spaß gehabt. Und alle hätten gesagt, was, $40 nur? Hier, nimm noch 60. The holographic technology in itself is absolutely fabulous technology, and unfortunately, there was a delay in postage. Holographic paper? No, I don't think that was the problem with the event, actually. The lack of holographic paper. Look, I don't know what holographic paper is, but based on his reliance on ChatGPT and Midjourney, I do not trust his opinion of absolutely fabulous technology. So I'm just gonna go ahead and assume the holographic paper would not have helped. Well, gang, this is surely an event that will go down in the history books. I hope you enjoyed this video. If you're new here and you're not subscribed yet, make sure you subscribe and turn on my notifications to join Greg. Das war das Willy Wonka Event. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen, weil offenbar viele das gar nicht mitbekommen haben. Und ich weiß nicht warum. Das war so großartig. Ich musste euch das zeigen. Es ist aber so ein tolles Event. Ich wünschte, ich wäre da. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Vielleicht laden die nächste Mal ja Influencer ein. Ich würde mich anbieten. Hätte Bock. Wenn wir das gerne vor Ort anschauen. Das wäre einfach schön. Und dann einfach so IRL-Stream vom Willy Wonka Experience. Wäre mega gut, die 3 Minuten. Ja, und das war Danny Gonzalez. Falls ihr den nicht kennt, ich schicke euch einen Link raus. Schaue ich auch gerne privat. Lasst ein Abo da, lohnt sich wirklich. Also der Channel lohnt sich wirklich. Sehr nicer Dude, sehr coole Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der Gronkh, ne? Ciao.